Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen gibt es im heutigen Video das wahrscheinlich beste kostenlose Plugin 2025 und das sage ich euch bereits im Februar. Also da seht ihr mal, wie sehr ich überzeugt davon bin. Ihr könnt das Ganze im Hintergrund schon sehen. Es geht um Universal Audios 1176 Kompressor, den es jetzt zurzeit auch ohne Apollo Interface in der Native-Variante for free gibt bis zum 28.02. Ich kann euch an der Stelle gar nicht genug betonen, wie sehr ich euch empfehlen würde, dieses Plugin runterzuladen, weil ich felsenfest davon ausgehe, dass das einer der wenigen Kompressoren ist, die uns im Mixing-Alltag reichen, um ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Ihr könnt den Kompressor für Vocals benutzen, für Drums, für Parallelkompressionen. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Kompressor überall drauf zu packen, ein Setting zu finden und es klingt einfach geiler. Ich habe bereits sehr, sehr viel mit der käuflichen Variante gearbeitet, die Universal Audio vorher hatte. Das ist jetzt sozusagen eine Neuauflage und ich muss sagen, ich finde sogar, dass diese Free-Variante besser klingt als die Kompressoren, für die ich Geld bezahlt habe. Also das ist wirklich sehr, sehr skurril und soll euch ein bisschen verdeutlichen, dass das wirklich ein sehr, sehr geiles Plugin ist. Ich freue mich unfassbar, euch das vorstellen zu können. Link ist natürlich dazu in der Beschreibung und falls ihr Bock drauf habt, einen 1:1 Vergleich zu sehen von der kostenlosen Variante, die es jetzt gibt, zu den Bezahlvarianten, die ich übrigens käuflich erworben habe, wie ein Dulli, dann schreibt es mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein ausführliches Video. Ich bin der Ansicht, das ist ein absoluter High-End-Plugin-Kompressor, den ihr hier bekommt, für free sozusagen. Deswegen von mir die klare Empfehlung, ladet euch das Ding bitte runter und ihr habt wirklich eurer Mixing-Karriere was Gutes getan. Ihr müsst kein weiteres Kompressor-Plugin zwingend käuflich erwerben. Ich kenne mich, ich kenne euch. Wir werden es trotzdem tun, einfach nur um den Kompressor zu haben und auf Nummer sicher zu gehen. Aber lasst euch gesagt sein, das ist ein wirklich geiles Teil. Und jetzt will ich gar nicht weiter darüber schnacken. Ich habe euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Ich habe dafür heute extra die Slate-Kopfhörer ausgepackt, um noch ein präziseres Mixing-Ergebnis zu haben. Da seht ihr auch, dass es mir besonders wichtig ist, euch diesen Kompressor schmackhaft zu reden. Und ich würde euch die Vocal jetzt einmal solo anspielen und probieren, bei dem Kompressor zwischen 5 und 7 dB Gain Reduction zu erreichen. Das ist so für mich der Sweet Spot, wo ich finde, da arbeitet der Kompressor für mich am angenehmsten. Ganz, ganz wichtig natürlich, wenn ihr schon ein Ausgangssignal bekommt, wo die Vocal stark vorkomprimiert ist, weil vielleicht bei der Aufnahme ein Kompressor benutzt worden ist oder in der DAW schon was gemacht worden ist, dann nehmt nicht so eine starke Kompression. Also macht das abhängig vom Ausgangssignal. Die Vocal lässt es jetzt zu, hier noch so stark zu komprimieren, aber entscheidet das auch immer wieder so ein bisschen nach Gehör. Und falls ihr nicht so viel Ahnung habt vom Mixen, gerade erst einsteigt, euch den Kompressor holt, dann würde ich fast behaupten, Attack und Release-Zeit sind am Anfang nicht ganz so wichtig, hier fein zu justieren. Spielt erstmal mit Input und Output und findet das Signal bzw. die Klangfärbung, die der Kompressor mit sich gibt, lernt die Kompression kennen und dann kann man sich immer noch Gedanken über Attack und Release-Zeit machen, aber es ist ja so, die Standard-Settings sind die vom Plugin-Hersteller empfohlen sind, das heißt, da müssen wir jetzt nicht zwingend rein, wenn wir dann in der oberen Mixing-Klasse mitspielen wollen, dann sind auch die Regler für uns wichtig, aber bleibt erstmal bei Input, Output und findet euren Sound des Kompressors. Ich spiele die Vocal jetzt mal an und wir hören rein. Gut gebaut, strebenshafter Visionär, Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr, keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Ihr seht, der Kompressor arbeitet jetzt schon ganz leicht, bis 3 dB ungefähr ist die maximale Peak Reduction. Wir ziehen jetzt den Input hoch, das heißt, wir geben den Kompressor jetzt mehr Input-Lautstärke und gucken, dass wir auf die 5 bis 7 dB kommen. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr, keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das klingt für mich jetzt schon relativ gut. Ich ziehe den Input-Regler noch mal ein bisschen auf, dass wir einfach mal ein überkomprimiertes Signal hören. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier.
komplett flach gebügelt, viel zu viel, würde sich für eine Parallelkompression jetzt super eignen. Das heißt, ein zweites Signal, das wir ganz, ganz sachte dazu schieben, um der Stimme noch mehr Druck zu geben. Aber hier wollen wir jetzt die Main Vocal komprimieren. Das heißt, Inputregler wieder ein bisschen zurücknehmen. Man kann mit denen auch etwas übertreiben. Also ich fand, der klang jetzt auch bei 10 dB Gain Reduction geil. Einfach ein Gefühl dafür finden, was für euch am angenehmsten ist. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir, messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert, sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Yeah, nichts, was ich honoriere. Ihr seid nur Skizzen auf Papier, die ich wegrasiere. Klingt jetzt schon super geil, die Stimme, ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Jetzt müsste ich den Output-Regler wieder ein bisschen gegenregeln und keine Lautstärkeverzerrung zu erzeugen. Aber dadurch, dass der Kompressor auch so stark arbeitet, sind wir vorher, nachher fast schon gleich laut. Ich probiere es nochmal ein bisschen genauer einzustellen. Und gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah. Also jetzt haben wir keine Lautstärkeunterschiede mehr und das Vocal-Signal klingt schon deutlich geglätteter und vor allem auch konstanter. Das heißt, jetzt sind wir gut vorbereitet, um in den Equalizer oder in eine Saturation reinzugehen, einfach um die Stimme jetzt noch zu verfeinern an der Stelle. Jetzt hören wir uns das Ganze aber auch nochmal im Mix an, um sicherzugehen, dass der Kompressor richtig eingestellt ist. Baut strebenshafter Visionär, Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr, keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Das Krasse ist, dass die Stimme sich jetzt nicht nur besser im Mix durchsetzt, sondern ich jetzt auch nicht mehr so viele Störresonanzen wahrnehme. Also vor der Kompression hätte ich gesagt, okay, da sind ein paar Höhen drin gewesen, die hätten mir jetzt nicht gefallen. Dadurch, dass das Vocal-Signal jetzt ein bisschen geglätteter ist und wir die Peaks sozusagen reduziert haben, fallen diese Höhenresonanzen jetzt gar nicht mehr so stark auf, da alles ein bisschen ausgewogener klingt. Und das ist ein super Hinweis, den ich euch mitgeben kann. Bevor ihr mit dem Equalizer anfangt, Störresonanzen rauszuziehen, komprimiert die Vocal erstmal und guckt, ob euch die Störresonanzen danach noch auffallen. Also macht ruhig schon mal einen Low-Cut, geht danach in den Kompressor rein und schaut, ob euch danach, nach der Kompression, noch Störfrequenzen auffallen, die ihr zwingend rausziehen wollt. Das Setting, welches letztendlich im Mixdown gelandet ist, möchte ich euch aber nicht vorenthalten, da ich den Kompressor wirklich in einem Kundenprojekt verwendet habe. Und ich habe den Inputregler hier noch ein bisschen stärker aufgezogen, als wie vorhin im Beispiel gezeigt, dass wir jetzt zwischen 10 und 20 dB komprimieren, aber die Stimme hat es an der Stelle auch einfach zugelassen. Es hat auch irgendwie ein bisschen zum Sound gepasst und die Verfärbung vom Kompressor hat der Stimme irgendwie geschmeichelt. Also sie klang nach der Kompression deutlich geiler. Ich habe den Output-Regler natürlich dann nochmal ein Stück runtergezogen, dass wir vor und nach der Kompression keine zu krassen Lautstärkeschwankungen haben. Habe die Release eigentlich fast unberührt gelassen. Also ich spiele mal mit der Release rum, indem ich die mal komplett aufziehe, dann wieder komplett runterziehe und dann hat die hier so ein Setting gefunden, das ist fast am Original-Setting dran, also ist kein hörbarer Unterschied. Die Tech habe ich einen kleinen Ticken schneller gemacht, dass der Kompressor einfach schneller reagiert, wenn der Threshold überschritten wurde. Und jetzt möchte ich euch das fertige Ergebnis einfach mal im Song zeigen. Ich spiele euch die Vocal an mit Beat gleich und werde den Kompressor währenddessen immer mal wieder beipassen. Gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Die Stimme klingt deutlich kompakter und geht einen ganzen Schritt nach vorne auf den Zuhörer zu und wirkt dadurch im Mix auch deutlich präsenter. Also wir können mit der Kompression sozusagen die Aufmerksamkeit auf die Stimme generieren und das Signal klingt an und für sich auch ausgewogener. Eine super Technik, Kompression an der Stelle einzusetzen, einfach nur um der Stimme mehr Druck im Mix zu verleihen und das Ganze mit einem kostenlosen Kompressor von mir nochmal ganz klar, ladet euch das Ding runter, geht auf den Link und ich will, dass jeder das sofort in sein Inventar reinpackt, dieses Tool.
Und das soll es auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich habe jetzt die letzten Wochen probiert, alles an kostenlosen Plugins, was ich irgendwie mitbekommen habe, euch so schnell wie es geht zu präsentieren, dass ihr davon auch profitieren könnt. In den letzten Tagen habe ich leider nichts mehr mitbekommen und auch keine coolen Sonderaktionen, wo ihr ein Plugin besonders billig bekommen könnt. Deswegen geht es ab nächster Woche erstmal mit anderem Content weiter. Ich habe noch eine ganze Menge im Petto, das ich euch vorstellen möchte, sodass wir uns in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr mit echten Mixen und Mixing-Techniken auseinandersetzen werden, dass wir dort einfach auch noch dazulernen können. Ansonsten schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das Plugin schon geholt habt und was ihr zum Kompressor sagt, ob ihr auch so begeistert seid wie ich. Da würde mich euer Feedback wirklich mal dazu interessieren und folgt mir doch gerne auch trotzdem noch bei Insta rein, sodass wir dort auch noch die 1000 Follower voll machen können. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jeden von euch noch einen angenehmen Restsonntag zu wünschen. Morgen einen richtig, richtig guten Start in die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euer